Dass wir heute einen Gentleman's-Kurs machen, ist klar. Ja, das heißt, wir passen alle aufeinander auf, passen auf unsere Kanonen auf, wir helfen einander, wir sind füreinander da. In eurem beruflichen Kontext muss ich euch das nicht erklären, ihr lebt das alle, das finde ich gut. Was aber euch zu mir unterscheidet, ist, dass ich euren Job nicht mache. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber ich bin nicht bei der Polizei. Ich war auch nicht bei der Bundeswehr. Das bedeutet, ich maße mir nicht heute an, euch gegenüber irgendwas über Taktik zu philosophieren. Ja? Wir unterhalten uns hier heute über das Thema Schießtechnik. Und bitte unter folgender Lupe. Alles, was ich euch zeige, ist ein Angebot. Und ihr evaluiert das, ob das in euren dienstlichen Kontext passt oder nicht. Ladetätigkeiten sind für mich immer ein Fall für einen Zeitstrahl. Auf der linken Seite, ich habe alle Zeit der Welt, verschwende trotzdem keine. Ja? Auf der rechten Seite, ich habe jetzt gerade gar keine Zeit, die Waffe muss aber trotzdem geladen werden. Und danach richte ich meinen Handlungsstrang ab. Ja, das heißt, wir sind jetzt auf ganz links auf der Seite, wir haben alle Zeit der Welt, verschwenden trotzdem keine Zeit. Ja? Aber ich lade meine Waffe jetzt in einer Manier, wie ich die größtmögliche Sicherheit und Funktionssicherheit herstellen möchte. Deswegen mache ich Checks. Ja? Okay. Suche mir eine sichere Ecke. Ich gehe in meinen Arbeitsbereich. Der Arbeitsbereich ist für mich wie folgt konnotiert. Ellbogen, Rippe, Mündungszeigt 45 Grad hoch, 45 Grad nach vorne. Mir ist klar, dass 45 Grad hoch und 45 Grad vorne dasselbe sind. Ich mag aber Redundanzen. Okay? Ich lade immer auf einem offenen Verschluss administrativ. Ich starte immer mit einem Check der Waffe generell den Ladezustand. Das heißt, visuelle Kontrolle Patronenlager, haptische Kontrolle Patronenlager. Visuelle Kontrolle Magazinschacht, haptische Kontrolle Magazinschacht. Haptische Kontrolle Magazinschacht, Finger rein. Okay. Danach, ich lade mit dem Magazin, wo ich grundsätzlich am schlechtesten rankomme. In diesem Fall dieses mit Dummies. Ich ziehe das Magazin in meinen Arbeitsbereich, überprüfe das Magazin visuell, Patronen drin. Ich überprüfe das Magazin haptisch. Ich drücke drauf. Warum mache ich das? Wisst ihr alle. Habt doch drauf geguckt. Schauen, ob es defekt ist, gut. Aber wieso? Hat doch hinten diese Löcher auch. Kann ja wunderbar sehen. Guck mal, halb geladen. Warum kann ich draufdrücken? Was sagt mir das? Viel Druck sagt mir was. Viel Druck, viel Munition. Wenig Druck, wenig Munition. Ist es immer, in eurem Dienst ist es immer so toll ausgeleuchtet wie hier? Wunderbar. Das heißt, lichtunabhängig kann ich zumindest mal vorsichtig den Ladezustand grob überprüfen. Viel Druck, viel Munition, wenig Druck, wenig Munition. Pack's rein. Aha. Ob ihr hier den Tab macht und hier dran zieht, an diesem Punkt dürft ihr machen, wie ihr wollt. Ich ziehe erst später. Magazin geht rein, Verschluss geht nach vorne. Ob ihr Verschlussfanghebel oder Affengriff nehmt, ist euch überlassen. Ich empfehle, das, was ihr intuitiv nutzt, nutzt ihr fürs administrative Laden immer. Henning Hoffmann hat mir damals beigebracht, wir machen es immer gleich, wir machen es immer richtig. Ja. Verschluss vorne, wie ist der Ladezustand der Waffe jetzt? Fertig geladen, ne? Was ich immer gerne mache, ist der sogenannte Press-Check. Ja? Das heißt, Ellbogen geht nach hinten, ich drehe die Waffe auf die andere Seite, ich forme mit meiner Supporthand eine flache Hand, schiebe die unter meiner Waffe entlang, nicht vor meiner Waffe, unter meiner Waffe. Daumen, vorderer Teil des Verschlusses, Pinch, ziehen. Was sehe ich? Wunderbar. Wenn ich jetzt Messing sehen würde, hätte ich das falsche Magazin geladen. Ich sehe den Dummy. Ja? Was mache ich, wenn ich visuell nicht schauen kann? Ich kann visuell nicht überprüfen. Haptisch. Beim sogenannten Press-Check, das ist ja der Press-Check, ja? Ich ziehe hier nach hinten, aber der komplette Press-Check ist, ich drücke mit dem Finger, ich fühle mit dem Finger in den Verschluss rein. Okay? Was haben wir vorhin gesprochen über Greifreflex? Ne? Greifreflexübertragung funktioniert wunderbar von Finger zu Finger, weil alle Sehnen miteinander verbunden sind. Das heißt, ich möchte hier abkrümmen. Schaut mal, was mein Mittelfinger macht. Na, geht nicht. Deswegen achtet darauf, wenn ihr jetzt überprüfen wollt, wenn ich diesen Finger nehme, schaut, was meine anderen Finger machen. Ne? Ich muss hier erstmal meinen Griff lösen. Ich kann es nicht einfach so machen. Ich muss meinen Griff lösen. Wunderbar. Und ihr seht, diese Finger, ich spiele es nicht, die gehen mit.
Ja? Das heißt, ich habe auch Leute gesehen, die machen so, nehmen es runter, fassen dann rein. Oder seid euch einfach gewahr, wir müssen den Griff lösen. Okay? Wichtig ist, nach dem Press-Check, wir lassen flitschen. Ja? Wir führen den nicht nach vorne. Diese Feder hat generell die Aufgabe zu funktionieren, wenn der Verschluss ganz hinten ist, um den ganz wieder nach vorne zu holen. Das heißt, wir geben der Feder jetzt nur 1/5 des Weges, was sie eigentlich braucht. Okay? Das heißt, dieses 1/5, das geben wir der Feder auch, das führen wir nicht nach vorne. Egal, in dem Moment, wo wir es flitschen lassen, nach dem Press-Check, wir machen immer einen sogenannten Slide-Tap. Das ist bei Pistolen mit außenliegenden Haaren schwierig. Ja, auch hier wieder, alles was wir lernen, das muss in euren individuellen Kontext passen. Okay? Warum machen wir einen Slide-Tap? Was passiert, wenn das nicht ist? No, man sieht es nicht immer. Was passiert mit meinem Auto? Tod oder Scheiße oder was auch immer, tut nicht, was er soll. Ne? Wann kann das passieren? Wann passiert es häufig? Wenn Federn alt sind oder Waffen stark verschmutzt sind. Ne? Also nach dem Press-Check immer ein Slide-Tap. Danach, für mich, Arbeitsbereich. Jetzt fange ich an, die letzten Checks zu machen. Ich ziehe am Magazin, sitzt es fest. Ich fühle über meine starre Visierung, sitzt die fest. Wir hatten SEK. Wir haben alle gelacht. Haha, was soll denn da passieren? Da mussten die ihren Abschlusstest machen. Er fühlt vorne, gar kein Korn mehr drauf. Okay, ich fühle über meine starre Visierung. Ich gehe nochmal in den Anschlag. Ich schaue, Red Dot, ist das überhaupt an? Ihr werdet euch wundern, wie viele Leute schießen wollen. Dann, Sekunde, Red Dot nicht an. Passt die Helligkeitsverstellung. Ja? Ist ja zu wenig oder zu viel? Ja? Zu voll. Okay. Und das letzte Punkt, wenn ich Peripherie an der Waffe habe, ist es jetzt auch der Zeitpunkt, um das einmal zu checken. Batterie in der Lampe, Laser etc. Wichtig ist, Peripherie checken wir nicht an der Hand. Ja? Ihr lacht, oft gesehen. Laser, ja, ist an. Okay. Wenn ich das in zivilen Kursen unterrichte, dann sagen die Leute, ja, so viel Zeit habe ich ja gar nicht. Das braucht nicht viel Zeit. Ja. Das war's. Kommando kommt, fertig laden. Na, die 10 Sekunden vor Dienstbeginn, die habt ihr. Warum das so wichtig ist, weil ich immer wieder höre, dass es Schussabgaben gibt oder geben sollte, die aber im ersten Effekt erstmal auf eine unterladene Waffe gestoßen haben. Und dann gab es halt auf die Backen. So, okay. Aber gerade für euch ist es, ich kann mir vorstellen, sehr wichtig, wenn die Kanone aus dem Holster kommt, dann muss sie funktionieren. Okay, deswegen machen wir persönliche Sicherheitskontrolle. Wunderbar, Gruppe 1. Bitte einmal an die Linie.